Knochenbecher ist wie verhext in meiner Hand. 12? Das hole ich nicht zurück. 12 Augen? Das ist zu viel. Wenn man ein schönes Weib hat, sind 12 Augen zu wenig. Sie zu bewundern? Nein, um sie zu bewachen. Was würdet ihr mit einem Manne machen, so ihr erkennt, dass er euch bestiehlt? Ist es ein kleiner Dieb, würde ich ihn auspeitschen lassen. Wenn es sich um einen großen Dieb handelt? Mein Degen würde ihn auf eine Reise schicken, von der er nie wieder zurückkehrt. Seht euch vor, man trägt euer Weib schon um den Hals. Weißt du was? Das Medaillon, das ihr gehütet habt wie die Tugend eures Weibes. Sir Bethlehem trägt es unterm Wams. Ja, weißt du das? Wenn James Sir Bethlehems Diener betrogen ist, spricht er mehr, als sein Herr vertragen kann. Meute, ich soll vom Schloss jagen lassen. Jetzt musst du da gelaufen! Nun zu dir. Jede Frau. Du wirst mich nicht mehr betrügen. Dafür werde ich sorgen. Tötet mich. Ich bin euch dankbar für diese eine gute Tat. Ihr habt das Recht auf mich längst. Jede Stunde an eurer Seite war Qual. Ich ertrug es so lange, weil ich meine Pflicht höher stellte als das Recht auf Liebe. Ich habe euch die Treue gehalten. Aber ihr habt meine Liebe mit Füßen getreten. Mein Leben zerstört, wie Sir Bethlehem kam. Er hat das Leben wieder wert gemacht. Ja, ihm schenkte ich mein Herz. Daran glauben Sie, an diese alte Gespenstergeschichte, an dieses Märchen vom Hund von Baskerville, nur weil es in Ihrer Familienchronik steht. Außerdem ist die Geschichte ein paar 100 Jahre alt. Ich muss daran glauben. Man hört es doch immer wieder, dieses Heulen des Hundes, der über das Moor geht. Unsinn. Ich hab's Ihnen schon so oft erklärt. Diese Geräusche müssen aus den Morastlöchern kommen. Verursacht durch herabsinkenden Schlamm oder durch aufsteigendes Wasser. Oder sonst woher. Alle, die Baskerville heißen. Ja, verfolgt uns alle, wer hier im Moore leben will. Mir unbegreiflich. Ein Mann wie Sie, der immer über der Situation steht, ist sofort nervös und überreizt, wie er diese Töne hört. Gott schade. Als Arzt sein. Es ist die höchste Zeit, dass Sie von mir weg. London wird Ihnen gut. Dort heute keine Hunde. Haben Sie einen Club?
Amtsdienstgesellschaft schöner Frauen. Schöne Frauen? Das. Ich weiß doch, was Ihnen hier fehlt. Ne? Diesmal war es nur das Rollen eines Mannes. Sehen Sie, ich habe recht gehabt. Ein Wagen ist vorgefahren. Eine Dame steigt. Lord Buster will zu sprechen. Melden Sie mich bitte. Barry Vanderbilt ist mein Name. Den Namen habe ich in keiner guten Erinnerung. Eine Seitenlinie unserer Familie. Ich bedauere. Milord bedauern. Lord Baskerville wird es bereuen. Ich muss Lord Baskerville sprechen. Sagen Sie, ich ließe ihn bitten, mich noch heute zu empfangen. Milord wünschen nicht. Sehen Sie, melden Sie mich nochmals. Verzeihung, Milord. Die Dame lässt sich nicht abweisen. Sie sagt, sie müsse Milord noch heute sprechen. Ein Miss oder Mrs. Vanderbilt? Sie nannte nur ihren Namen. Beryl Vanderbilt. Ich lasse bitten. Merkwürdiger Besuch so spät am Abend. Vanderbilt. Bin nicht sehr erfreut. Einer dieses Namens hat sogar im Gefängnis gesessen. Sie werden erstaunt sein, Lord Baskerville, dass ich zu so später Stunde bei Ihnen einbringe. Erstaunt? Ja, aber erfreut. Dr. Mortimer, mein Diener sagte mir, Sie wollten mich in einer sehr dringenden Angelegenheit sprechen. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ja, es handelt sich. Ich war hier in der Nähe. Sie wissen vielleicht, dass wir hier Grund und Boden haben. Nein. Doch, das Grundstück anschließend an Ihren Besitz gehört uns. Ich dachte mir, wenn ich Ihnen das zum Kauf anbiete, vielleicht haben Sie... Aber das ist doch nur wertloses Moorland. Ja, davon habe ich mich leider überzeugen müssen. Aber da der Wagen, der mich zur Bahn bringen sollte, gerade hier vorbeifuhr, da erinnerte ich mich, dass wir Vanderbilt mit den Baskervilles doch weitläufig verwandt sind. Leider, ja. Wie meinen Sie das? Ich meine leider nur weitläufig. Mit einer schönen Frau ist man doch gern nachverwandt. Ich habe nur noch wenige Minuten Zeit. Ausgeschlossen bei dem Sturm. Sie kommen ja erst mitten in der Nacht in London an. Übernachten Sie doch bei uns. Eigentlich wollte ich schon heute Abend zurück sein. Wie lange sind Sie schon hier? Seit heute Mittag. Und ich wollte doch nur einen halben Tag von London wegbleiben. Warum laden Sie denn die Koffer ab? Die Dame hat gesagt, dass Sie hier bleiben. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Einladung, hier zu übernachten, annehmen soll. Sie kommt mir so unerwartet. Die Eitelkeit der Frauen. 3 Koffer für einen halben Tag. Ich dachte, vielleicht finde ich einen Interessenten. Den haben Sie schon. Für mein Moorland. Nein, für sich. Was ist das? Vom Moor. Das klingt so unheimlich. Sagen, Milord, welches Zimmer für die Dame? Das Erkerzimmer. Jawohl, Milord.
Sie werden sehen, Miss Wendeljur. 3 Tage sieht das Schloss gar nicht so unheimlich aus. Wenn die Nächte nicht wären. Lord Charles ist ein wenig überreizt. Nervös. Mr. Stapleton. Ich lasse bitten. Unser lieber Nachbar, nehmen Sie sich in Acht vor ihm. Er ist ein erbitterter Frauenfeind, frisst die Frauen mit Haut und Haar. Miss Beryl Wendeljur. Sehen Sie nur, wie er Sie durchdringend ansieht. Nein, das ist nur, weil ich schlecht sehe. Ich habe den Eindruck, dass die Dame sehr hübsch ist. Aber das muss ein Irrtum sein. Ich meine, wie kommt eine schöne Frau in dieses Spukschloss? Da habe ich nur meine Brille. Haben Sie doch in der Hand. Nein, das ist die Fernbrille. Ach so. Hier, in die Nähe. Ja, sie ist hübsch. Sie bleibt doch. Fahren Sie so schnell wie möglich wieder von hier fort. Sonst werden Sie in kürzester Frist genauso schauerlich und hässlich wie dieses Schloss, wie ich, wie er, wie Lord Charles. Ich finde Lord Charles weder schauerlich noch hässlich. Dann wird es höchste Zeit für Sie, dass Sie sich eine Brille anschaffen. Bleiben Sie. Der Koffer geht mir aus den Händen. Wenn ich die Einladung hier zu übernachten annehmen soll, werde ich ihn jetzt zurückziehen. Darf ich dann in einer halben Stunde das Abendessen servieren lassen? Bitte. Eine schöne Frau, wie? Das müssen sogar Sie zugeben, Stapleton. Versuchen Sie. Hab schon. Beste Mittel, um sich von einer schönen Frau zu befreien. Gehen. Dieses Haus war ein gastliches Haus, solange keine Frau hier war. Wenn eine Frau im Hause ist, gibt's Hass. Streit. Super. Was ich Ihnen hier. Was ist das? Das werden Sie jetzt brauchen. Ein Mittel gegen Gallenleiden. Er lacht. Wissen Sie, warum er lacht? Weil er mir dieses Mittel verschrieben hat und ganz genau weiß, dass es nichts nützt. Parfüm? Eine Frau im Haus? Nee. Passt noch nicht. Gehen. Ja, ich begleite Sie. Gehen Sie auch noch? Ja. Heute werden Sie mich ja nicht mehr brauchen. Ja, die amüsantere Gesellschaft. Kommen Sie doch. Gute Nacht. Na, ist unser Gast zufrieden mit dem Zimmer? Die Dame hatte nicht die Liebenswürdigkeit, mir ihre Ansicht darüber mitzuteilen. Du deckst für 2 Personen, aber etwas freundlicher als sonst. Blumen. Mit Blumen. Ja, mit Blumen. Warum wiederholst du das? Ich wiederholte nichts, Milord. Ich sagte nur mit Blumen. Die beste Medizin für unser Loch. Mir gefällt sie nicht. Warum? Sie ist doch schön. Schön schon. Aber wir sind weit. Warum sind Sie eigentlich so ein Weiberfeind? Ja. Die Rede vom Gefängnisprinzen. Er versucht wieder so ein armer Teufel auszubrechen. Kommt nicht weit. Das Moor schluckt sie alle. Und sie versuchen es immer wieder. Laufen ihrer Todesangst gehetzt. Verfolgt hinaus ins Moor. Kissen vielleicht.
Ja. Ja, ich bin am Apparat. Was? Ich habe jetzt keine Zeit. Was? Nein. Das ist doch gar nicht möglich. Wie? So, ja. Ja, gut. Komm ich sofort. Hallo? Hallo? Fräulein, unterbrechen Sie mich doch nicht! Jawohl, Sie haben mich unterbrochen! Bitte geht diesen Ton! Schon! War doch eben hier. Soll das Haus verlassen? Milord wird sicher gleich wieder hier sein. Jack! Milord ist hinaus im Garten. Ich würde der Dame nicht empfehlen, mit in den Garten zu gehen. Warum? Wir haben dort Fußangeln, Selbstschüsse. Ich bitte Sie, bleiben Sie hier. Das Schloss liegt sehr einsam. Lord Baskerville duldet keinen Hund auf dem Schloss. Es gibt da nämlich eine alte Geschichte. Ja, die Geschichte kenne ich. Sie glauben natürlich nicht daran. Aber es ist schon was dabei. Ja. Jack! Jack! Kommst du hierher? Man sucht mich überall. Du musst mir helfen. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Nein, Jack! Du musst mir helfen. Ich muss dich von rechts fangen. Du kannst mich doch nicht im Stich lassen. Was ist mit Lord Charles? Haben Sie nichts gehört? Kam er doch aus der Richtung. Nein, ich habe nichts gehört. War ein Schrei. Sie haben sich getäuscht. Das war Lord Baskerville. Herr Dr. Mortimer lässt bitten. Das geht. Besser? Das ist schon besser. Kann ich jetzt mit der Verlesung des Testaments beginnen? Ja, bitte. Dann bitte, meine Herrschaft. Und erkläre hiermit, dass der rechtmäßige Erbe des Titels und der Liegenschaften von Baskerville der Sohn meines verstorbenen Bruders, der derzeit in Paris lebende Ingenieur Henry Roger ist. Ich
lege meinen Erben die Pflicht auf, an meinen alten Freund Dr. Mortimer eine jährliche Rente von 200 Pfund und meinem treuen Diener Barrymore eine einmalige Abfindung von 1000 Pfund auszuzahlen. Lord Charles hat einen Neffen? Das wussten wir ja gar nicht. Ein Neffe? Das ist ja sehr überraschend. Das Testament ist ordnungsgemäß unterzeichnet und von 2 Zeugen unterfertigt. Ein derzeitig in Paris lebender Ingenieur, Lord Baskerville? Haben wir gleich nach drin? Ich möchte gerne noch einen Tag in London bleiben. Wenn Sie zu viel nehmen. Oh, vielleicht Northumberland, Mayfair, Victoria? Northumberland ist am Weg, bitte. Ich danke Ihnen, lieber Doktor, dass Sie mich von der Bahn abgeholt haben. Oh, bitte, bitte. Hatten Sie eine angenehme Reise? Oh ja, doch. Ausgezeichnet. Das kam natürlich sehr überraschend für mich. Ja, auch für uns. Sie müssen natürlich verstehen, dass es mir schwerfällt, den trauernden Hinterbliebenen zu spielen. Denn ich habe meinen Onkel Lord Charles ja kaum gekannt. Er starb an einem Herzschlag. Ja, ja. Wie kam das so plötzlich? Ja, ich habe es immer befürchtet. Er starb aus Angst. Angst? Wovor? Aus Angst vor einem Gespenst, vor dem Hund von Baskerville. Er hat daran geglaubt? Ja, und ich glaube auch daran. Nein, lachen Sie nicht, Lord Henry. Es geht in diesem Schloss nicht mit rechten Dingen zu. Deshalb habe ich ja heute einen Mann ausgesucht, der vielleicht Licht in dieses Dunkel bringen kann. Und wer ist das? Ein gewisser Sherlock Holmes. Ach, der bekannte Detektiv? Na, der hat Sie wohl ausgelacht. Na, noch habe ich nicht abgetroffen. Ich soll heute Vormittag wiederkommen. Der werde Sie eben heute Vormittag auslachen. Wollen Sie auch hier wohnen? Nein, danke, danke. Ich wohne bei meiner Schwester. Ich möchte ein Zimmer. Bitte sehr. Ja, dann darf ich mich jetzt empfehlen. Oder soll ich nicht warten? Wollen Sie nicht mit mir kommen, Lord Henry? Aber lächerlich. Nein, 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 nein. Also dann auf Wiedersehen in Baskerville. Auf Wiedersehen. Verzeihung, Lord Baskerville. Ja, bitte. Es wurde ein Brief für Sie abgegeben. Nicht ausgesprochen. Für Lord Henry Baskerville. Es hat doch niemand gewusst, dass Sie hier abgestiegen sind. Charing Cross. Ja, auch die 2 Stunden von Baskerville entfernt. Jemand im Schloss scheint nicht viel Wert auf meine Anwesenheit zu legen. Wer kann diesen Brief geschickt haben? Na, wahrscheinlich der Hund von Baskerville persönlich. Zimmer 47. Danke. Wollen Sie nicht doch mit mir kommen, Lord Henry? Nein, mein lieber Doktor, mit Gespenstern werde ich schon alleine fertig. Schrecken Sie damit Ihren Sherlock Holmes. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Ist immer noch nicht gekommen. Da waren 2 Nächte lang, das macht mich ganz nervös. Mr. Watson? Soll man denn davon denken, Mr. Watson? Was sagen Machen Sie doch die Tür zu. Die Asche fliegt doch weg. Das Malheur muss ja doch nicht zusammenkriegen, sind doch sonst nicht so ordentlich. Was sagen Sie bloß, Mr. Watson? Mr. Holmes ist noch immer nicht zurück. 5 Aschbecher haben Sie in diesem Zimmer und überlegen Sie immer die Asche rum. Sind Sie wahnsinnig geworden? Die Asche muss ich doch untersuchen. 117 verschiedene Sorten. Was Sie immer für verrückte Sachen machen. Was denn? Das alles haben Sie selbst geraucht, was Ihnen da bloß nicht schlecht wird. Haben Sie eine Ahnung, wie schlecht mir schon ist? Mir auch. Was? Du rauchst auch? Passiert. Eine Schande ist das, dass Sie den Lümmel ganz verderben. Im Gegenteil, er wird in seinem Lebtag nicht mehr rauchen. Übrigens stehen Sie hier nicht rum, helfen Sie mir lieber. Hier rauchen Sie auch ein bisschen, untersuchen Sie. Ihnen ist wohl der Rauch zu Kopf gestiegen. Ja. Mr. Holmes, sind Sie kommen. Dass Sie endlich da sind, war schon so furchtbar aufgeregt. Ich hab's doch gleich gewusst. Dieses Garten, Tee, Sandwich und heißes Bad, bitte. Glück, dass du endlich da bist. Wir haben uns schon große Sorgen um dich gemacht. Das waren 2 schreckliche Tage. Aber die Gemmen, die auf dem Vatikan gestohlen wurden, befinden sich bereits auf dem Weg nach Rom. Du sagtest doch aber, es sei ein aussichtsloser Fall. Ja, aber mein erster Verdacht führt auf die richtige Spur. Was ist das für ein Stoff? Ein gewisser Dr. Mortimer hat ihn hier vergessen. Er wollte dich sprechen, sagte Cartwright. Er kommt nachher wieder. Also mein erster Weg führte zu George Boehner. Ein Landarzt hieß er. Wer, George Boehner? Nein, dieser Dr. Mortimer. Denn ein Landarzt? Woraus schließt du das? Weil man in der Stadt nicht einen Stock mit einer Eisenspitze trägt. Aber Holmes, dieser Dr. Mortimer kann doch auch ein Jurist sein. Nein, zum Juristen kommen die Leute. Der Landarzt geht zu den Leuten. Das siehst du an der abgenutzten Eisenspitze. Sieh mal nach im Ärzteregister, was du über diesen Dr. Mortimer findest.
Wie gesagt, ich ging zu George Boehner. Er hat einen Hund. Einen großen, kräftigen Hund. Wer? George Boehner? Nein, dieser Mortimer. Woraus schließt du das? Der Stock hat in der Mitte Kerben, die von großen Hundezähnen herrühren. Du, es gibt zwei Dr. Charles Mortimer. Einen in London und einen in Grimpton. Dr. Charles Mortimer. Was bringt man uns Neues aus Grimpton? Mein Freund und Mitarbeiter, Dr. Watson. Sie können ruhig vor ihm sprechen. Bevor ich mit Ihnen spreche, möchte ich Sie aber gerne bitten, einen Teil aus der Familienchronik des Hauses Baskerville. Mr. Holmes ist viel zu müde. Können Sie uns nicht die Sache kurz erzählen? Was kann man denn so etwas erzählen? Das Unheimliche, das Unerklärliche, die Geschichte geht ja verloren. Es handelt sich um eine alte Sage aus dem 16. Jahrhundert von einem Riesenhund, der den damaligen Schlossherrn zerfleischt. Und warum soll ich diese Geschichte lesen? Weil sich in letzter Zeit auf Schloss Baskerville Dinge ereignet haben, die die alte Sage erschreckend in Erinnerung bringen. Der Geisterhund geht wieder um. Haben Sie ihn denn gesehen? Gesehen? Nein. Aber man hört nachts oft draußen im Moor ein seltsames Geheul. Und das Geheul kommt vom Geisterhund. Glauben Sie? Ich? Aber Lord Baskerville hat daran geglaubt. Und die Angst trieb ihn in den Tod. Er starb an einem Herzschlag. Seine Leiche lag im Garten. Und, meine Herren, das habe ich nun selbst gesehen. Es hatte geregnet. Neben der Leiche fand ich die Spuren eines riesengroßen Hundes. Das ist doch Ihr Stock, nicht wahr? Ja, danke. Hier habe ich ihn vergessen. Wenn das also Ihr Stock ist, dann haben Sie einen großen Patientenkreis. Sie machen viele Besuche, gehen viel über Land, die Eisenspitze ist ganz abgenutzt, Sie sind Landarzt. Ich glaube, so haben wir sofort gesehen. Fabelhaft. Wer hätte an einem vorzeitigen Tod Lord Baskervilles Interesse haben? Niemand. So? Hatte denn der Lord keine Erben? Nein. Das heißt, es stellte sich unter Überraschung heraus, dass sie einen Neffen hat, der jahrelang als Ingenieur in Paris lebt und jetzt als nächster Verwandter der rechtmäßige Lord Baskerville ist. Ich holte ihn heute von der Bahn ab und im Hotel ereignete sich etwas Ungewöhnliches. Der Hotelportier überreichte Lord Baskerville einen Brief, der für ihn abgegeben worden war. Was ist denn dabei ungewöhnlich? Ja, es wusste doch niemand, in welchem Hotel Lord Baskerville absteigen würde. Wenn Sie Wert auf Ihr Leben legen, so bleiben Sie dem Moor fern. Worte und Buchstaben und aus einer Zeitung ausgeschnitten. Wahrscheinlich. Den Buchstaben nach? Sicher aus Datei. Mrs. Garden. 10:1, Sie sind aus Datei. Das wissen wir. Na eben. Sonnenschein. War das Zimmer im Hotel Northumberland für Lord Baskerville vorher bestellt? Nein, erst auf dem Weg vom Bahnhof entschloss sich Lord Henry doch abzusteigen. Conrad, bitte. Du suchst sofort die Hotels auf, die ich dir aufschreiben werde, und erkundigst dich überall, ob ein Brief für Lord Henry Baskerville abgegeben wurde. Also ein Brief für Lord Henry Baskerville, ist gut. Was sagte der Lord, als ihm der Hotelportier diesen merkwürdigen Brief übergab? Ja, gar nichts. Er lachte darüber. Er macht überhaupt den Eindruck eines ausgeglichenen, unbeschwerten, sehr ruhigen Menschen. Das ist doch toll, dass ein einzelner Schuh verschwindet. Ein ganz neuer Schuh. Verzeihen Sie aber ich habe die Schuhe vorhin ausgepackt und dort hingestellt. Ach. Alle beide. Ich hab's auch gesehen. So, hat sich der Schuh in die Luft aufgelöst? Verzeihung, Sie haben mich rufen lassen. Bitte, womit kann ich dienen? Ja, eben wurden ja ein paar Schuhe ausgepackt. Nagelneue Schuhe. Und einer ist weg. Dann fange ich mit einem Schuh an. Bin ich ein Storch? Wieso? Das ist nicht möglich. Vielleicht hat ihn einer weggenommen. Ach, reden Sie doch kein Unsinn. Was soll ein Mensch mit einem Schuh? Der Schuh muss unter allen Umständen wieder gefunden werden. Ja, und zwar in 10 Minuten. Sonst bin ich die längste Zeit in Ihrem Hotel gewesen. Verzeihen Sie, mein Herr, ich habe eben hier einen Schuh gefunden. Der lag auf der Treppe. Na also. Dann ist ja alles in Ordnung. Entschuldigen Sie bitte. Pitt? Miss Wendelure wäre also als Erbin in Betracht gekommen. Wahrscheinlich, wenn nicht der direkte Erbe aufgetaucht wäre. Wie benahm sich die Dame nach der Testamentseröffnung? Und sie war sehr erstaunt, sehr erregt und blieb weiter auf dem Schloss, trotzdem sie vorher erklärt hatte, dass sie am selben Abend noch abreisen würde. Und mit welcher Begründung blieb sie? Sie behauptete, sie hätte ihren Fuß verletzt und könne schwer gehen. Wahrscheinlich nur ein Vorwand. Das hätte man aber sofort untersuchen können. Das habe ich auch getan, aber ich konnte nichts finden. Wer von all diesen Personen wurde im Testament mit einem Legat bedacht? Der Diener Barrymore erhielt 1000 Pfund. Das ist wichtig. Jeder, der in einem Testament mit einem Legat bedacht wird, ist verdächtig. Auch mich hat Lord Charles mit einer Jahresspende von 200 Pfund bedacht. Ich nehme nicht an. Nein, das habe ich nicht damit sagen wollen. Mr. Holmes in allen Hotels, die Sie mir angegeben haben, nach dem Brief für Lord Henry Baskerville.
Aha. Man hat sie mir aber nicht gegeben. Das kann ich mir vorstellen. Du siehst auch nicht aus wie ein Lord. Wieso nicht? Guck dir mal in den Spiegel. Na, wie sieht ein Lord aus? So wie ich. Aha. Ja, hallo? Wen bitte? Ja, Dr. Mortimer ist hier. Herr Doktor, bitte schon. Ja, hier Dr. Mortimer. Ach, Sie sind Lord Henry. Ja, womit kann ich dienen? Ein Schuh? Das ist doch sonderbar. Ach, und deshalb wechseln Sie das Hotel? Das ist schon der zweite innerhalb ganz kurzer Zeit. Zuerst ein Funkelnacher Neuer, na, der hat sich ja wiedergefunden. Und jetzt ein getragener Sportschuh. Verzeihung, der Schuh ist nirgends zu finden. Wie vom Erdboden verschwunden. Nirgends zu finden. Nein, lieber Doktor, das ist ja lächerlich. Mir genügt es. Ich ziehe aus. Sagen Sie, Doktor, wissen Sie ein gutes anderes Hotel? Ja, natürlich. Hotel Victoria ist sehr zu empfehlen. Ja, also dann auf Wiedersehen im Hotel Victoria. Den neuen Schuh hat man ihm zurückgebracht und einen alten gestohlen. Watson, ich glaube, die Sache beginnt interessant zu werden. Willst du also hinfahren? Nein, ich habe keine Zeit. Du wirst hinfahren. Was soll ich denn da? Ja, was soll er denn da? Er soll dafür sorgen, dass der Hund von Baskerville das richtige Halsband bekommt. Moor. Das zieht sich 15 Meilen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es hier so schön ist. Ja, schön ist, aber gefährlich. Sehr. Ah. Tutor, komm, hilf mir! Da drüben scheint wieder was passiert zu sein. Sie haben noch Glück gehabt. Es hat nicht viel dran gefehlt, sonst wäre ich drin geblieben. Das ist der Kerl gar nicht wert, den wir suchen. Wer ist es denn? Vom Gefängnis Punstown ist einer ausgebrochen. Der lebt bestimmt nicht mehr, dann hat das Moor verschluckt. Ja, das glaube ich auch. Ja, die Gegend ist gefährlich. Sie sehen, ich habe nicht zu viel gesagt. Das Moor... Hallo, Stapleton! Ein komischer Kauz werden Sie jetzt kennenlernen. Schmetterlingsnetz? Er ist Naturforscher. Ah, Stapleton! Also Lord Henry, das ist unser Freund Stapleton. Bei schönem Wetter werden Sie ihn kaum ohne Schmetterlingsnetz Das wäre direkt eine Sünde, ohne Netz herumzulaufen. Ich habe einen herrlichen Zyklopides gefangen. Zeigen Sie uns das Biest nachher. Kommen Sie, steigen Sie ein. Ja. Ich begrüße Sie, Mr. Watson. Woher kennen Sie mich denn? Erstens sah ich Ihr Bild neulich in einer Zeitung. Und zweitens ist Ihre rechte Schulter etwas abgewetzt. Das lässt darauf schließen, dass Sie immer Schulter an Schulter mit Sherlock Holmes kämpfen. Und drittens steht Ihr Name auf dem Koffer. Das ist Barrymore. Sie haben wohl nichts dagegen, wenn ich gleich nach Hause fahre, Lord Henry. Meine Frau erwartet. Und da will ich Sie natürlich nicht aufhalten. Auf Wiedersehen, lieber Doktor. Vielen Dank, Herr Doktor. Also los. Ja. Wahrhaftig kein lustiges Haus. Ich kann das verstehen, dass man an Gespenster glaubt, wenn man hier lebt. Nicht wahr, Doktor? Ja, das wird sich hier manches ändern. Meine Frau und ich werden glücklich sein, Milord, bei Ihnen zu bleiben, bis Sie die Veränderungen getroffen haben. Wollen Sie damit sagen, dass Sie weg wollen? Lord Charles' Tod ging uns sehr nahe. Und solange wir auf Schloss Baskerville leben, können wir nie wieder froh sein. Ja, was wollen Sie denn anfangen? Lord Charles' Freigebigkeit gab uns die Mittel, ein Geschäft zu beginnen. Aber wenn Sie darauf bestehen, dass wir hier bleiben, darüber reden wir noch. Finde ich ja merkwürdig, dass der Mann weg ist. Sieht fast wie Flucht aus. Ich kenne den wahren Grund.
Es ist eine Frau im Haus. Aber diese Frau wird nicht mehr lange im Hause sein. Ich habe nur Ihre Ankunft abgewartet, Lord Henry. Morgen reise ich ab. Das würde mir sehr leid tun. Lass mich bekannt machen. Dr. Parker heißt. Ich werde jetzt ein bisschen Hausfrau spielen und dem Hausherrn und Mr. Parker. Mr. Parker die Rolle zeigen. Sehr freundlich. Bitte. Sehr. Seitdem ich im Hause bin, haben Sie sich zwar noch nicht sehen lassen, Mr. Stapleton. Aber Sie haben hoffentlich nicht vergessen, wo die Whiskyflasche steht. Nein. Aber Sie haben etwas vergessen. Was denn? Sie haben diesmal vergessen, zu hinken. Heute geht es mir auch schon wesentlich besser. Ich hatte nämlich meinen Fuß verletzt. Ja, Dr. Mott mir erzählt. Denken Sie, werden es Ärgerzimmer nehmen, Lord Henry? Ja. Und für Sie käme das Zimmer nebenan in Frage, Mr. Painter. Sie sagten doch vorhin Parker. Ja, Parker Painter oder Painter Parker. Darf ich für Mr. Stapleton ein Gedeck auflegen? Selbstverständlich. Kann doch den Jungen da oben dieser Frau nicht alleine lassen. Wenn ich richtig verstehe, glauben Mr. Stapleton. Jawohl, das glaube ich. Das ist leider auch meine Meinung. Und wie begründen Sie Ihren Verdacht? In der Nacht nach der Testamentseröffnung weinte Miss Wendeljour stundenlang in ihrem Zimmer. Warum weint Sie? Was glauben Sie? Enttäuschend. Eine arme Verwandte. Niemand hat damit gerechnet, dass Lord Charles noch einen rechtmäßigen Erben hatte. Wie kam es, dass Sie mit Wendeljour weinen hörten? Ich habe an der Tür gehorcht. Sag. Lassen Sie nur beide mal die Kofferbacke von selbst aus. Bitte. Das muss gleich ausgepackt werden. Das wird ja alles zu gut. Aber das kann ich doch machen. Lassen Sie mich immer. Ich bin doch froh, dass ich eine Beschäftigung habe. Es ist ja so langweilig hier. Warum sind Sie dann hier geblieben? Ja, es gibt keine Chance für mich. Ich dachte, vielleicht kann eine Frau hier im Hause nützlich sein. Darf ich fragen, wie Sie Ihr Leben bisher verbrachten? Meine Kerl, aber ohne Talent für diesen Beruf und ohne Freude daran. Aber wer fragt danach? Bleibt mir weiter nichts übrig. Morgen reise ich ab. Warum denn? Weil Sie mich nicht einladen, hier zu bleiben. Natürlich wird es für mich eine Freude sein, eine so charmante, hübsche Dame hier zu Gast zu haben, wenn Sie ihn dort bitten. Ich nehme das Kompliment und die Einladung an, Lord Henry. Ich danke. Ich danke. Ja, was ist denn das? Tinte? Schön. Aha, der Füllfederhalter. Schade für einen Anzug. Der wird wohl nicht mehr zu retten sein. Aber ich werde es versuchen. Ein alter Anzug werden Sie. Na, so schlimm ist es doch nicht. Barrymore wird sich freuen. Aber schade drum. Haben Sie der neuen Hausdame noch Wünsche zu übermitteln? Nein. Wenn es Ihnen recht ist, lasse ich in einer Stunde das Abendessen servieren. Der? Pünktlich sein. Bestimmt. Auf Sie, Mr. Parker. Das ist ja allerhand. Ist sie nicht nett? Ich habe sie eben als Hausdame engagiert. Das ist sehr klug. Das ist doch wirklich sehr nett. Nett, aber gefährlich. Im Gegenteil. Gefährlich, aber nett. Übrigens haben Sie einen neuen Plan im Verdacht? Vorläufig liegt alles wie im dichten Nebel vor. Mr. Holmes, ich habe auch in diesen Büchern nichts gefunden. Dass es im Grippener Moor gut erhaltene Steinhöhlen gibt, in denen unsere Vorfahren aus der Steinzeit gehaust haben, aus der neolithischen Periode wird Sie ja nicht interessieren, was? Lass mal sehen.
Henry. Geben Sie nicht mehr Lichtsignale. Ich gebe Lichtsignale. Barrymore gab welche und draußen im Moor antwortete jemand und dann... Sie haben mir aber einen geknallt. Nur entschuldigen. Aber es klopfte jemand an meiner Tür. Ja, das war ich. Habe ich raufkam, war niemand da. Das war ich auch. Bin noch dem Barrymore hinterhergegangen, um zu sehen, was er da... Wir müssen sofort hinaus aufs Moor. Jetzt mitten in der Nacht? Ich habe noch Zeit bis morgen früh. Nein, es muss irgendetwas geschehen. Ach, nein, kommen Sie, jetzt gehen wir schlafen. Darf ich das Frühstück servieren? Sagen Sie mal, Barrymore, warum geistern Sie des Nachts mit einem Licht durch die Zimmer? Mr. Parker, ich mache jede Nacht einen Rundgang durch das Haus, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Verdienstlich von Ihnen, dass Sie so aufpassen. Das ist gut. Guten Morgen, die Zeitung bitte. Hallo, junger Freund, kommen Sie mal rein. Hier bringt der Junge jeden Morgen die Zeitung. Ja, er holt sie von der Bahn ab. Mit der Post können Sie viel später kommen. Ja. Guten Morgen, eine Wochenzeitung. Danke, hier. Na, mein Junge, wie geht's Geschäft? Ja, das Geschäft geht nicht, aber ich muss viel gehen. Oh. Was glauben Sie, wie lange es dauert, ich so am Tag meine 46 Times abliefere? Das sind 46 Stück, mehr verkaufst du nicht? Nein. Das heißt, die Dame hier im Haus, die hat mir kürzlich 10 Times auf einmal abgenommen. Ja, die hat wenigstens Sinn für Wirtschaftsbelebung. Welche Dame? Ja, die Dame hier, es ist doch nur eine Dame im Haus. 10 Times und alle vom selben Tag? Ja, vielleicht will sie ihr Zimmer damit tapezieren. Dann kommst du mir sagen, ich muss ihr doch Klebstoff mitbringen. Also auf Wiedersehen. Warnungsbrief zu schreiben. Ah, Barrymore. Wann pflegt Miss Beryl aufzustehen? Sehr früh. Bist du schon auf? Ist doch schon vor einer Stunde mit auf Henry ausgeritten und den Besitz zu besichtigen. Und Henry ist aus dem Haus, ohne mir etwas davon zu sagen? Und was denkt Mr. Parker? Warum interessiert Sie das? Weil ich ihn sehr nett finde, diesen Mr. Parker. Nett, aber gefährlich. Ja, er hat auf Ihren Loben von Ihnen gesprochen. So. Mhm. Er meint, Sie hätten ein besonders feines Gehör. Ein Überbleibsel meines Berufs. Was man erklärt? Nein, als Telefonistin. Und Telefonistin waren Sie auch? Ja. Aber Hausdame bin ich zum ersten Mal. Ich glaube, Sie lieben die Abwechslung. Nein, die Abwechslung liebt mich und lässt mich nie zur Ruhe kommen. Und dabei liebe ich ein ruhiges Leben. Und habe es nie gehabt. Ja, und ich habe es immer gehabt.
Und ich sehne mich nach Abwechslung, nach Abenteuern, Überraschung. Halt, wer sind Sie? Das ist Dr. Watson. Und Schloss Baskerville. Was suchen Sie hier? Ein Herrn und eine Dame zu Pferde. Ich habe Angst. Wegen dem Sträfling brauchen Sie keine Angst zu haben. Wenn der sich im Moor hier aufgehalten hat, lebt er nicht mehr. Wir haben alles abgesucht. Wir werden heute zurückgezogen. Hat gar keinen Sinn, hier länger herumzulungern. Entschuldigung. Sie glauben, er hat auf uns geschossen? Auf uns? Auf Sie, Lord Baskerville. Sie müssen fort von hier. Sie sind hier in Gefahr. Deshalb habe ich Ihnen auch die Briefe geschickt. Nach London, in die verschiedenen Hotels. Sie waren da? Ich wollte Sie warnen. Aber ja, wie kamen Sie denn dazu? Ich hatte Angst. Kein Baskerville ist hier seines Lebens sicher. Wie soll ich das verstehen? Fragen Sie nicht. Reisen Sie sofort ab. Ah, Lord Henry, Miss Wendeljur. Hat mein Hund Sie verbellt? Allerdings. Wie kommen Sie denn hierher? Fleißig sein, fleißig sein. Ich muss einen Patienten besuchen. Na, ich gehe lieber. Ich mache sonst die Pferde scheu. Auf Wiedersehen. Das Fischlein schwamm im Bächlein und war so dick und fett. Gleich schwimmt es in der Pfanne und dann wird ein Fisch verklärt. Mr. Stapleton! Mr. Stapleton! Mr. Watson? Hallo. Oh, was verschafft mir die Ehre? Haben Sie Lord Henry oder Miss Wendeljur gesehen? Nein, warum? Weil ich besorgt um Sie bin. Und bald fiel ein Schuss. Es ist ein Schuss gefallen. Ei, ei. Wer schoss da draus? Hat mein Häschen Angst. Machen Sie doch keine Witze, kommen Sie mit mir. Und meinen Fisch braten die Heinzelmännchen, wie? Also, was ist los mit unserem Lord und seiner Dame? Sind schon miteinander verschwunden? Gibt ihr was Schafenszeug? Machen Sie doch keine Scherze. Zeigen Sie mir mal den Weg in den Wald. Gehen Sie hinauf aufs Dach. Da sehen Sie den Wald bis ans Moor. Also, nun kommen Sie doch mit mir. Ich kenne mich doch hier nicht aus. Aber bitte, da ist die Treppe. Sehen Sie die? Natürlich sehe ich. Also, die gehen Sie hinauf. Ja. 17 Stufen, das werden Sie doch noch treffen, nicht? Also, steigen Sie mir aufs Dach, ich komme gleich nach. Auf unsere Rettung. Auf Ihre Rettung, Lord Henry. Ich habe das Gefühl, dass mir nichts passieren kann, solange Sie da sind. Na, wer weiß. Ja, ja? Nichts unangenehm. So viel Vertrauen haben Sie zu mir? Unbedingt zu vertrauen. Sie müssen bei mir bleiben, werden Sie, ja? Was ist denn das? Ein Schuss? Sind Sie verletzt? Der ging aber wirklich haarscharf vorbei. Wirklich nichts passiert. Nicht die geringste Spur. Aber bitte erzählen Sie Watson nicht davon. Watson? Wer ist denn das? Na, ich meine, Mr. Parker. Painter. Parker? Painter? Watson? Wobei bleibt es nur? Also, Watson. Der ist Mitarbeiter von Sherlock Holmes. Sherlock Holmes? Watson musste Holmes versprechen, mich nicht einen Augenblick allein zu lassen. Na, wenn er das sieht, wird er nachträglich noch wahnsinnig vor Aufregung. Kommen Sie, der Fisch ist fertig. Ja, gleich. Ein Mann, der vor dem Fernrohr steht, einen guten Fisch verschmäht, verdient, mag Sommern oder Wintern, 25. Na, kommen Sie. Da ist jemand im Moor. Ist jemand im Moor? Ja. Ja, was macht er denn da? Er treibt ja Rauch weg. Wahrscheinlich hat er Grund dazu, sein Versteck nicht zu verraten. Jetzt ist er wieder verschwunden. Können Sie mir hier auf der Karte die Stelle zeigen, wo er verschwunden ist, ja? Ja, die Talstabskarte? Ja, wir befinden uns ja gewissermaßen im Krieg. Ja, mit Gespenstern. Also, hier, da ist es. Der Kreis scheint sich langsam zu schließen.
Es ist nicht ungefährlich, nachts übers Moor zu gehen. Ganz gefahrlos allerdings ist dieser eine Weg. Höre ich die Herren vielleicht? Nein, durchaus nicht. Mr. Stapleton zeigte Lord Henry nur die Besitzungen zum Schloss gehören. Lassen Sie sich nur nicht zu einer Pokerpartie verleiten. Mr. Stapleton ist eine gefährliche Spielratte. Gute Nacht, meine Herren. Gute Nacht. Gute Nacht. Eine Geheimnistuerei mitnehmen. Ist nicht nötig, dass Miss Beryl von unserer nächtlichen Exkursion erfährt. Das könnte sie beunruhigen. Vor allem würde es uns beunruhigen. Sind Sie immer noch der Meinung, dass Miss Beryl nicht ganz vertrauenswürdig ist? Um es kurz zu sagen, ja. Und Sie, Doktor? Wissen Sie, wer mir die Warnungsbriefe nach London geschickt hat? Ja. Miss Beryl. Woher wissen Sie das? Es ist ja meine Pflicht, viel zu wissen und wenig darüber zu reden. Warnungsbrief? Wenn Sie Wert auf Ihr Leben legen, ist das Zeitungen rausgefunden. Gefährliche Frau. Wieso? Ich habe etwas von Ihnen gelernt, Mr. Watson. Viel wissen und wenig reden. Was wissen Sie denn? Nichts Bestimmtes, nur Miss Beryl gehört berufsmäßig zu jener Gattung von Frauen, die Männer zu sinnlosen Ausgaben verlocken. Wie meinen Sie das? Ja, so eine Kleiderpuppe. Hm, so. Auf. Mannequin? Das ist mir bekannt. Das ist schon dabei. Ach, bitte, ich will gewiss nichts gegen diesen sehr ehrenwerten gesagt haben. Und darum möchte ich auch sehr gebeten haben. Aber meine Herren, lassen wir doch die Mannequins auf und ab gehen. Wir haben doch Wichtigeres zu besprechen. Also hier war die Stelle, wo wir den Mann in den Steinhöhlen verschwinden. Wie gesagt, der Weg dahin ist ganz ungefährlich. Aber der Rückzug müsste dem Mann da draußen abgeschnitten werden. Das ist ja besorgt. Dieser Weg übers Moor, wenn man ihn kennt, ist gangbar. Hier könnte er flüchten. Ein sehr gefährlicher Weg. Aber ich kenne dort jeden Schritt. Ach, ich habe da vor einer Woche eine Langhornmotte gefangen. Ein wunderbares Exemplar. Muss ich Ihnen mal zeigen. Wenn es da gefährlich ist, gehe ich mit Ihnen. Aber ausgeschlossen, Sie bleiben bei mir. Ich bin doch gewissermaßen für Sie verantwortlich. Zu den Herren, Sie gehen jetzt hinaus aufs Moor. Nein, du bleibst hier. Nein, Sie dürfen nicht hinaus, Jack, lass mich. Was alles geht, wie es will. Es wird ein Unglück geschehen. Und Sie sind schuld. Es gibt ein Unglück, es gibt ein Unglück. Sofort verlassen. Ich wünsche es. Nein, lass mir von dir nicht befehlen. Ich lass mich nicht zwingen. Ich werde erst gehen, wenn ich weiß, dass ich nichts mehr zu verlieren habe. Ich habe bewusst, dass du ihn liebst. Aber bedenkst du auch, dass es dein Leben kosten kann? Das ist Barrymore. Lichtsignale? Angst vor diesem Geheul hat ihren Onkel in den Tod getrieben. Was machen Sie hier, Barrymore? Ich habe meinen Rundgang durch das Haus gemacht. Lügen Sie nicht. Sie haben Lichtsignale gegeben. Was hat das zu bedeuten? Nichts. Sie irren sich. Reden Sie! Was für eine Verschwörung ist hier im Gange? Wem gaben Sie die Lichtsignale? Das ist meine Sache und nicht die Ihre, Miss Wendy. Dann werde ich Lord Henry sagen, was hinter seinem Rücken geschieht. Und er wird Sie fortjagen. Das ist das Ende, Elisa. Wir können unsere Sachen packen. Nein, nein, es ist meine Schuld. Meine ganz allein. Ich warte Ihnen so lange. Ich brauche das Herz. Bis Sie mir den Gefallen getan. Barrymore, wem gaben Sie die Lichtsignale? Hinaus aufs Moor.
Wer ist denn da draußen? Ein armer Mensch. Er wird verfolgt von allen. Er ist aus dem Gefängnis Princeton. Er birgt sich da draußen seit Tagen. Was haben Sie mit einem Sträfling zu schaffen? Es ist mein Bruder. Und wozu haben Sie ihm Lichtsignale gegeben? Ich wollte ihn warnen. Die Herren sind hinaus aufs Moor. Wer ist aufs Moor? Lord Henry und Mr. Parker. Die Höhlen gleich kommen. Und? Wir sind doch mal verkackt. Ist ja das nicht. Kommen Sie, kommen Sie. Hallo! Was machen Sie da? Ganz moderne Höhlenbewohner. Hendo! Hendo, hab ich gesagt! Haben Sie ja hoch. Was willst du denn von? Das ist doch Holmes. Natürlich, ich bin es. Lord Henry vermutlich? In London haben Sie sich geweigert, zu mir zu kommen. Und jetzt schleichen Sie sich sogar des Nachts in mein Quartier. Das ist hier dein Quartier. Ja, ganz modern. Fließen im Wasser. Das ist großartig. Deine Stiefel waren nämlich verflucht dreckig. Danke. Wie kommst du denn eigentlich hierher? Falls es im Fall Baskerville einen Verbrecher gibt, so gibt es doch kein besseres Versteck für ihn als diese Höhlen hier. Warum haben Sie denn nicht von sich hören lassen? Weil ich doch selbst erst seit heute Abend weiß, dass der Mann im Moor ein entsprungener Sträfling ist. Ein entsprungener Sträfling? Woher weißt du denn das? Ich habe sein Versteck gefunden und seine Kleider durchsucht. Sträflingskleider Nummer 113, Gefängnis Princeton. Gestern Nacht bekam er neue Kleider von irgendjemandem im Schloss, mit dem er sich durch Lichtsignale verständigte. Ein entsprungener Sträfling? Und du machst ihn nicht unschädlich? Erst muss er mir helfen, den Fall Baskerville zu klären. Und ich glaube, meine Herren, ich glaube... Er ist abgestürzt! Wer? Lord Henry! Henry? Ich habe ihn doch so gewarnt! Da oben! Nichts geschehen! Ein Hund hat ihn gejagt, ein riesengroßer Hund! Und aus Angst lief Lord Henry und achtete nicht auf den Weg. Und da ist er abgestürzt. Das ist ja nicht Lord Henry. Das ist der Sträfling. Sträfling! Sie haben sich nicht getäuscht. Es war wirklich ein Hund, der ihn gejagt hat? Wirklich, das ist eine Täuschung wahr. Ein Tintenfleck? Das ist doch mein Anzug, den ich Barrymore geschenkt habe. Mr. Holmes, haben Sie dafür eine Erklärung? Sorgen Sie dafür, Lord Henry, dass der Arme ein anständiges Begräbnis erhält. Sein Schicksal war ihm.
danke Ihnen für Ihre Anteilnahme, Milord. Wann wird dieser Verbrecher endlich gefasst? Ist es Ihnen klar, Lord Henry, dass es für Sie eine Gefahr bedeutet, das Haus zu verlassen? Wie meinen Sie das? Der arme Teufel da drin starb, weil er Ihre Kleider trug. In London wurde ihm doch ein Schuh gestohlen. 2 sogar. Ein neuer, der wurde dann zurückgebracht. Und später noch ein alter. Wozu das alles? Weil der Hund nur an dem gebrauchten Schuh Witterung nehmen konnte. Wer könnte ein Interesse daran haben, die Bestie auf mich zu hetzen? Der nächste Verwandte. Wer hätte denn das Vermögen von Lord Charles geerbt, wenn Sie nicht wären? Wendell Ure. Beryl? Falls es keinen männlichen Wendell Ure gibt. Ich kenne keinen. Wer ist denn das auf dem Bild? Irgendein Baskerville. Dem fehlt eigentlich bloß ein Schmetterlingsnetz. Der sieht doch aus wie Stitch. Lord Henry. Glauben Sie wirklich, dass Beryl verdächtig ist? Jawohl, das glaube ich. Wo ist die Dame? Sie schläft? Dann werden wir sie wecken. Wo ist das Zimmer von Miss Wendell Ure? Bitte. Holmes, mitten in der Nacht. Das sieht ja nach einem Verhör aus. Wird ja auch ein Verhör sein. Wann haben Sie Miss Beryl das letzte Mal gesehen? Vor Mitternacht. Und wo? Oben im Erker. Wie kam sie denn da hinauf? Sie überraschte mich. Wobei hat sie überrascht? Ich hatte wieder Lichtsignale gegeben. Sagte Miss Beryl dazu? Sie war sehr böse. Aber wir sagten ihr gleich die Wahrheit. Miss Wendell Ure sagte ich, glauben Sie nicht, dass ich etwas zum Schaden seiner Lordschaft tun würde. Aber sie lief davon und später sah ich sie dann das Haus verlassen. Wohin ist sie gegangen? Das weiß ich nicht. Vielleicht hinaus aufs Moor. Hallo. Was ist denn das? Aber Mr. Holmes, was wird Miss Beryl dazu sagen? Ach, was Miss Beryl sagen wird. Lord Charles ist doch am 18. gestorben, nicht wahr? Jawohl. Und welche Stunde? Um 11 Uhr nachts. Mit wem hat er 10 Minuten vor 11 telefoniert? Weiß ich nicht. Denken Sie doch nach. Was sagst du, Watson? 10 Minuten vor 11 war er in solcher Aufregung, dass er die Telefonistin vom Postamt Grifton beleidigt. Wegen dieser Beschwerde? Der hat gar nichts Verdächtiges dran. Ich selbst gab sie Miss Beryl, um die Sache zu erledigen. Diese Beschwerde, Lord Henry, wird dem Mörder von Baskerville das Genick brechen. Sie kommen auch mit. Wir werden kräftige Fäuste brauchen. Wohin gehen Sie? Aufs Moor, mit Pferden. Ihr bleibt hier. Hunde, weil Sie uns in Gefahr brächten, denken Sie doch an das Spiel. Ich will von mir nicht verlangen, dass ich untüchtig hier... Wenn Sie mir versprechen, das Haus nicht zu verlassen, dann gebe ich Ihnen mein Wort, dass in wenigen Stunden alle Geheimnisse mit Pferden gelöst sind. Die Leute sind sofort ab. 20 Minuten über die Landstraße. Für den kürzesten Weg. Mitten in der Nacht telefonieren die Leute. So eine Rücksichtslosigkeit. Ja, ja, komm ja schon. Natürlich wieder Schloss Baskerville. Hallo. Ja? Ja, Postamt Grimpen. Nachtgespräche kosten
kosten doppelte Taxe, das wissen Sie ja, nicht? Ja, ja, ich weiß. Bitte geben Sie mir Mr. Stapleton. Nein, ich weiß die Nummer nicht. Sehen Sie nach. Nummer 17. Ich verbinde. So ein Unfug, diese Nachtgespräche. Werde ich sicher wieder nicht schlafen können. Hallo, Mr. Stapleton. Miss Beryl ist weg, mitten in der Nacht. Wo ist sie denn hin? Ich weiß nicht, vielleicht draußen im Moor. Hollins und Watson suchen sie. Na, Sie kennen durch jeden Weg, wollen Sie nicht helfen? Aber gern. Natürlich. Hallo? Hallo! Hallo! Sprechen Sie noch? Sprechen Sie noch? Was ist denn da mitten in der Nacht? Ich bin's, Allemore. 2 Herren wünschen Sie zu sprechen. 8 Stunden sind von 9 bis 6 Uhr, nicht um Mitternacht. Ich bin jetzt nicht zu sprechen. Vor allem nicht für Schloss Baskerville. Ich bitte Sie, es handelt sich ja gar nicht um Schloss Baskerville. Und was denn sonst? Es handelt sich um Sie, meine werte Dame. Sie wurden doch beleidigt am 18. dieses 10 Minuten vor 11. Wir sind gekommen, Sie im Namen derer von Baskerville um Entschuldigung zu bitten. Wo hast du denn die Blumen, Holmes? Die habe ich doch dir gegeben. Ich habe sie liegen lassen. Ja, die werden morgen nachgeliefert. Es ist ja eigentlich unfassbar, eine so reizende junge Dame zu beleidigen. Dumme Person hat er mich genannt. Dumme Person, auch das noch. Das kann man sich doch gar nicht bieten lassen. Auf gar keinen Fall und bieten schon gar nicht. Mit wem hat er denn telefoniert? Mit einem nervösen, unsympathischen Abonnenten, Nummer 17, Mr. Stapleton. Kam das öfters vor, dass sich das Schloss nachts mit Nummer 17 verbinden ließ? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Nur damals und heute. Heute? Vor 5 Minuten bin ich aus dem Schlafe geweckt worden. Das Schloss verlangte Nummer 17. Vielleicht ist Miss Beryl gefunden worden. Verbinden Sie mich mit dem Schloss. Kostet aber Nachttaxe. Aber ja. Glaubst du, dass Lord Henry sehr an Miss Beryl hängt? Schon. Warum fragst du? Das ist doch Stapleton. Arm in Arm mit Miss Beryl. Dabei taten die beiden so, als ob sie sich nicht kennen würden. Ein Gaunerpaar? Wo bleibt die Verbindung? Schloss Baskerville meldet sich nicht. Meldet sich nicht? Dann ist doch Henry nicht im Schloss. Wenn er zu Stapleton gegangen ist, ist er verloren. Komm! Wer zahlt denn die Telefongebühr? Wer zahlt denn die Nachttaxe? Hund! Stapleton! Stapleton, komm raus! Henry, Beryl. bergen Sie sich. Mein Bruder hetzt den Hund auf Sie. Er wird Sie töten, wie er Lord Charles getötet hat.
um alles zu erben. Bruder? Ist der mit Ihr Bruder? Ja, er nennt sich Mystik. Er ist ein Wendelier. Wann kam denn hierher? Ich hatte Angst. Was Schreckliches geschieht. Fuck! Du hast den Hund auf ihn gehetzt! Was lernt man wieder aus dem Fall Baskerville? Dass alle Überlegungen sich als falsch erweisen können, sobald eine schöne Frau im Spiel ist. Stimmt. Ein Brief für Mr. Holmes. Ein Brief von Schloss Baskerville? Bist du nicht neugierig, was drin steht? Was es doch Neues gibt, weiß ich schon. Ein Brief von Lord Baskerville mit dem Parfum von Svendeljur. Ach, du meinst. Das alte Lied. Als Verlobte empfehlen. Es gibt nur eine Schlussfolgerung, seitdem die Welt besteht. Man kennt sich in den Frauen nicht aus.